Servus Leute, ich bin wieder im Vorarlberg unterwegs. Das Wetter ist, naja, eher bedeckt. Viel Neuschnee, also innerhalb der letzten 2 Stunden sicherlich 10 cm oder mehr. Allein schon beim Einparken und Umparken musste ich mein Auto nochmal ausgraben, weil es sich festgefahren hat. Und während dem Ausgraben hat sich schon wieder 5 cm Neuschnee auf dem Auto gebildet. Also es schneit echt ordentlich. Jetzt gerade ist es ein bisschen weniger. Hier bin ich zum Glück ein bisschen windgeschützt. Da kann ich jetzt hier dieses Intro machen. Wegen dem Feedback, das ich bekommen habe, ist dieses Video wieder in Deutsch. Ja, bin im Vorarlberg unterwegs, mal wieder. Bevor sich wieder der eine oder andere fragt, weshalb ich schon wieder im Lechquellgebirge unterwegs bin, möchte ich mich kurz dazu äußern. Also ich bin 2014 so eher durch Zufall im Vorarlberg gewesen, habe mir dann auf Google auch so halb durch Zufall eine Gegend rausgesucht, war eben vom Mariensee. Da war ich dann im April 2014 das erste Mal, fand es sehr schön und war dann öfter dort. Und die Gegend hat es mir wirklich sehr angetan. Ist mega schön. Im Winter ist nicht ganz viel los. Hier ist zwar Lech um die Ecke, da ist sehr viel Skibetrieb, aber dadurch, dass eben fast alle Touristen dann bei Lech sind, ist hier Richtung vom Mariensee im Winter so ungefähr gar nichts los. Finde ich persönlich für mich recht schön, ich mag das. Und im Sommer ist hier teilweise schon relativ viel los. Man kommt aber auch schnell zum vom Mariensee. Da ist noch viel Tourismus, aber sobald man in Richtung Rote Wand geht oder sowas, hat man auch recht schnell Hochgebirge und ist abseits unterwegs. Finde ich sehr cool. Noch ein Argument, immer wieder hierher zu kommen, ist jetzt zum Beispiel dieses Beispiel. Und zwar Schnee, Neuschnee, eine ganze Menge Neuschnee. Innerhalb der letzten 2 Stunden, lass es mindestens 10, wenn nicht sogar 20 cm sein. Jetzt gerade ist es schon wieder weniger geworden. Vorhin hat es echt richtig dicke Flocken geschneit. Also vieles von diesem Schnee ist tatsächlich Neuschnee. Die Lawinengefahr ist daher relativ hoch. Ursprünglich wollte ich hoch hinaus. Habe auch daher meine Eisgeräte und Steigeisen dabei. Muss jetzt mal gucken, ob ich die Hänge einsehen kann und wie ich die Lawinenlage beurteile. Aber dadurch, dass ich mich hier sehr gut auskenne in der Gegend und schon oft hier war, kann ich jetzt eben sozusagen improvisieren. Ich habe zwar trotzdem eine Karte dabei und eine Uhr mit GPS und den Track eingespeichert, den ich eigentlich gehen möchte. Aber jetzt, wenn ich weiß, die Lawinengefahr ist zu hoch oder das Wetter schlägt um oder irgendwas, dann weiß ich, wo die Hütten sind, mit den Winterschutzräumen oder wo ich Wasser finde, wo lang es wieder zurückgeht. Ich kenne mich einfach aus und kann jetzt die Tour, die ich eigentlich geplant hatte, die hoch hinaus sollte, kann ich jetzt zum Beispiel dann morgen recht spontan einfach ändern. Wenn euch irgendwas im Video auffällt, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin jemand, der Feedback sehr gerne liest und Kritik auch gerne liest. Also selbst wenn was kritisch ist irgendwie, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich befasse mich da gerne mit und ich versuche ja stets meinen Inhalt, den ich hochlade, qualitativ möglichst hochwertig zu halten. Ja, dann geht's mal los. Kommen wir nun zu den Rahmenbedingungen. Geplant habe ich 2 Übernachtungen. Essen habe ich für 4 Tage dabei. Bin da also auf der sicheren Seite. Ich möchte kurz auf die Ausrüstung eingehen, die ich so habe. Schwerpunkt teste ich jetzt auf dieser Tour von Tasmanian Tiger die Dakota Jacket. Ist eine Regenjacke, Hardshell, bisschen elastisch, trägt sich sehr angenehm. Bin ich mal gespannt. Zweites ist von Nature Hike ein Zelt. Mein Hilleberg, das ich vorher genutzt habe, ist ja vom Preis her recht hoch angesiedelt mit 740 €, wenn ich mich recht erinnere. Nature Hike ist verhältnismäßig günstig mit ca. 160 € für dieses Zelt. Das werde ich mal testen. Ist zwar mit einem Netzinnenzelt, daher bei niedrigen Temperaturen nicht so gut. Aber schauen wir mal, ich will ja auch noch tolle Bilder machen. Des Weiteren habe ich von Carinthia einen Schlafsack dabei. Das ist der G250. Der wird für die Temperaturen, in denen ich mich jetzt so bewege, vermutlich genau richtig sein. Wie man schon gesehen hat, bin ich auf Ski unterwegs. Wer jetzt hier eine romantische Skitour vermutet, der irrt sich. Denn ich habe zwar jetzt hier Freeride-Ski mit einer Tourenbindung, mit einer alten, nutze aber meine Bergstiefel, kann also nicht wirklich krass rumfahren. Und ich habe einen Rucksack dabei mit Pulka. Das schränkt beim Skifahren sehr stark ein. Daher ist es keine klassische Skitour. Ich mache also was man nicht ganz so oft sieht. Ich möchte auch noch mal betonen, dass ich ein Produkttester bin und Fotograf. Und daher ist meine Ausrüstung, wie ich sie dabei habe, nicht für jeden kompatibel. Denn ich nehme manche Sachen mit, die jetzt vielleicht nicht optimal sind oder die ich persönlich jetzt vielleicht sogar eigentlich nicht mitnehmen würde, um sie zu fotografieren.
Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel ein Zelt dabei, das würde ich eigentlich bei den Temperaturen lieber zu Hause lassen, aber weil ich tolle Fotos machen möchte von dem Zelt, nehme ich das Zelt mit. Ebenfalls mit dem Schlafsack. Die Temperatur soll weit nach unten gehen. Ich würde lieber einen Schlafsack mitnehmen, der noch mal ein bisschen wärmer ist, dass ich den Komfortbereich nicht ganz so ausreize. Aber weil ich diesen Schlafsack testen möchte und diesen Schlafsack fotografieren möchte, habe ich diesen Schlafsack dabei. Das nur noch mal so am Rande. Das hat schon immer seine Bewandtnis, weshalb ich manche Sachen dabei habe, die auf den ersten Blick nicht optimal wirken oder manche Leute denken vielleicht sogar, es ist nicht überlegt. Hier sieht man noch gerade, wie die Loipe vorbereitet wird. Diese nutze ich aber größtenteils gar nicht. Da es nun schon seit Tagen schneit und auch während ich unterwegs bin die ganze Zeit schneit, mache ich mal eine Pause und gucke mir die eigentlich geplante Strecke erstmal an. Um mich bei kurzen Rasten vor dem Auskühlen zu schützen, habe ich eine Jacke dabei, die ich einfach schnell überwerfen kann. Den Rucksack, den ich nutze, habe ich selbst genäht. Da habe ich den genau an meine Bedürfnisse angepasst. Ich habe zum Beispiel auch den Rucksack so gemacht, dass ich recht einfach an meine Karte rankomme. Und jetzt gleiche ich gerade den Weg der Karte ab und schaue, wie die Höhenlinien verlaufen und versuche, den Weg einzuschätzen. Denn ich selber bin diesen Weg im Sommer noch nicht gegangen. Aufgrund des vielen Neuschnees und weil mich auch schon ein Anwohner vor der hohen Lawinengefahr gewarnt hat, habe ich mich jetzt entschlossen, einen anderen Weg zu gehen und die Route mir jetzt für wann anders vorzumerken. Also mein eigentlicher Weg wäre jetzt hier bei der Hütte hochgegangen. Da oben bei der Göppinger Hütte wäre es recht hochalpin gewesen. Hätte ich auch einen Gipfel mitgenommen. Aber der Weg nach oben, weil ich den nicht kenne, der durch den Wald geht und da oben noch über einen steilen Hang, ja, muss ich den jetzt wohl gut sein lassen. Ich werde jetzt also Richtung vom Mariensee gehen und mal schauen, was ich so mache. Wo es vom Hang her halbwegs geht. Schauen wir mal. Also in dem lockeren Pulverschnee versinkt der Pulker recht weit. Dadurch erhöht sich die Reibung und es wird deutlich schwieriger, den zu ziehen. Aber ich bin mir immer noch sicher, dass es dennoch leichter ist, als wenn ich auf dem Rücken hätte. Aber vielleicht probiere ich das dann noch mal aus. Ja, ich bin ein bisschen aus dem Training, muss ich leider zugeben. Ich habe jetzt langsam im Hinterkopf, dass ich mein Zelt aufbauen möchte. Das Ding ist nur, es schneit recht stark. Das heißt, die Bäume werden recht stark belastet auch. Also ich könnte mir jetzt eigentlich auch hier im Wald was suchen. Aber mir ist lieber, wenn ich ein bisschen außerhalb des Waldes schlafen kann oder auf einer groß genugen Freifläche. Ich habe nämlich keine Lust, dass mir heute Nacht, weil so viel Schnee runterkommt, irgendein Baum auf den Kopf fällt. Ersatzakkus für GoPro und Kamera habe ich immer direkt in der Beintasche oder irgendwie am Mann, dass sie halbwegs warm bleiben. Und wenn ich die Kamera benutze und der Akku ist leer, kann ich so sehr einfach und schnell den Akku wechseln. Ich stelle gerade mal wieder fest, dass es sehr praktisch ist, wenn man öfter mal an seine Grenzen gegangen ist und weiß, was der Körper leisten kann und ab welchen Anzeichen man ein bisschen langsamer machen muss und wie weit man eben den Körper auch pushen kann, ohne zusammenzubrechen und so. Ja, ist wichtig, dass man seine Grenzen kennt, finde ich. Aber ich möchte jetzt noch aus dem Wald rauskommen, deswegen ziehe ich jetzt noch durch und dann kann ich dick essen. Aber ich muss sagen, ich bin nicht mehr ganz so fit, wie ich schon mal war. Nicht mehr ganz so im Training. Heißt, ich muss zunächst ein bisschen Fitnesszeug machen. Ich habe unterwegs verschiedene Kopfbedeckungen dabei. Jetzt zum Beispiel habe ich einen dünnen Merino-Liner an und darüber ziehe ich jetzt einen winddichten Beanie. Für meinen Schlafplatz schaue ich, wie tief der Schnee ist. Hierfür kann man einen Skistöcke nutzen oder man nutzt eine Sonde. Meinen Pulker sichere ich dann auch immer an Skistöcken oder an den Ski selbst, dass er nicht wegrutschen kann.
Um warm zu bleiben und meine feuchte Bekleidung am Körper zu trocknen, nehme ich jetzt meine dicke Jacke raus und trage die drüber, während ich mein Zelt aufbaue. Ich möchte mich ein bisschen eingraben, um mich vom Wind zu schützen. Daher nutze ich meine Sonde und schaue, wie tief der Schnee ist und schaue vor allem, ob er gleichmäßig tief ist, dass ich jetzt nicht grabe und da plötzlich ein Stein ist. Also das Zelt ist nicht deutlich leichter als mein Hilleberg, aber so von der Spannkraft ist es allein schon durch dieses Gestänge deutlich instabiler. Also das Aufbauen war jetzt gerade echt ziemlich nervig. Also das ist echt gar nicht geeignet für diese Wetterverhältnisse. Null. Guten Morgen. Heute Nacht waren es bis zu minus 8 Grad. Jetzt sind minus 2,8 Grad. Ja. Man sieht schon, durch das Netzmaterial hier im Inneren von dem Zelt kam hier auch Schnee rein, weil der Wind einfach sehr stark war und der feine Pulverschnee durch jede kleinste Spalte durchkommt. Deswegen wurde der Schnee von unten in das Zelt reingeweht und hängt eigentlich überall auf dem Netzzelt drauf. Dadurch ist es hier drin verhältnismäßig feucht. Ist auch wieder ein Argument für einen synthetischen Schlafsack wie diesen hier von Carinthia, weil der eben mit G-Loft, einem synthetischen Material gefüllt ist. Das ist nicht ganz so anfällig wie zum Beispiel Daune oder ähnliches. Ja, daher war es heute Nacht schön warm, muss ich sagen. Schauen wir mal gleich raus, wie das Zelt von außen aussieht. Ich hatte schon fast Angst, dass ich komplett eingeschneit werde. Was ich hier so beim Schlafsack drin habe, ist zum einen die dicke Carinthia MIG. Das heißt, ich kann die gleich anziehen und die ist schon warm. Da muss man nicht morgens in eine kalte Jacke reinschlupfen, wobei bei minus 2,8 Grad geht das noch. Und Trinken habe ich hier drin, dass wenn ich nachts Durst bekomme, dass ich trinken kann. Und auch morgens, wenn ich trinken möchte, dass ich dann trinken kann und nichts Gefrorenes hier im Zelt habe, dass ich dann erst auftauen müsste. So, ziehen wir mal die Jacke an und schauen mal raus. Hier ist der ganze Schnee reingekommen. Hinter das Vorzelt. Jetzt ist er hier. Jetzt muss ich gucken, dass ich den irgendwie loswerde. Dass er nicht hier ins reinfällt. Noch ein Argument dafür, dass ein Zelt Reißverschluss, einen 2-Wege-Reißverschluss haben muss, weil mein Reißverschluss ist jetzt da unten vergraben im Schnee. Man sieht schon, der Platz hier drin ist jetzt stark beschränkt, weil die Wände rechts und links halt eingekippt sind. Hier ist Schnee, glaube ich, sogar unterm Außenzelt. Ja. Zur Wassergewinnung schmilzt es mir jetzt Schnee. Dazu nutze ich diesen Multifuel-Kocher. Jetzt gibt's gleich lecker Nudeln mit Soja-Bolognese. Gestärkt durch die warme Mahlzeit und den Kaffee kann ich mich nur daran machen, das Zelt abzubauen. Dieses Zelt besteht aus einem Innenzelt und einem Außenzelt. Das Außenzelt wird über das Innenzelt gespannt und das Ganze macht es schon ein bisschen komplizierter, das abzubauen. Und vor allem bei dem Wind ist das nicht sonderlich praktisch. Ich möchte das Zelt jetzt aber nicht schlecht machen. Es ist eher geeignet für Touren im Sommer. Halt hier so im Schnee und im Winter nicht sonderlich. Um auch meine Beine vor der Kälte zu schützen,
habe ich eine isolierte Hose, die kann ich einfach über die Hose drüber ziehen. Ich habe auch einen Testbericht zu der Hose auf meiner Webseite, da könnt ihr gerne einfach vorbeischauen. Jetzt habe ich mich dick eingepackt und kann mich losbewegen. Und sobald der Körper dann ein bisschen in Schwung gekommen ist und mir warm wird, kann ich die dicke Bekleidung wieder ausziehen. Da ich meine ursprünglich geplante Tour eh nicht machen konnte, habe ich jetzt nach einer Alternative gesucht und habe dann beschlossen, ein bisschen den Schnee zu nutzen, um meine kaum vorhandenen Skifähigkeiten auszubauen. Bei derartigen Minusgraden nutze ich am liebsten Benzinkocher oder Multifuel-Kocher. In diesem Fall jetzt von Optimus den Polaris. Denn Gaskocher sind bei Minusgraden so eine Sache. Die verlieren da drastisch an Leistung. Und daher nutze ich hier lieber so einen schönen, powervollen Benzinkocher. Ich habe mir jetzt nochmal Schnee geschmolzen. Als Filter benutze ich einen Canadune B3, hier jetzt in der Tech-Variante. Der ist jetzt auch im Handel erhältlich. Ist ein Squeeze-Filter, den benutze ich sehr gerne. Kennt man ja aus meinen Videos, deswegen erläutere ich den jetzt nicht weiter. Abgekochten Schnee kann man tendenziell auch so trinken und essen. Man muss nur bedenken, im Schnee ist Dreck. Und im Schnee sind wenig Mineralstoffe, weil das ja so gesehen gefrorenes, kondensiertes Wasser ist. Man sollte also nicht nur gefrorenen Schnee trinken, sondern das auch mit gefiltertem Bachwasser mischen oder eben ein isotonisches Getränk dabei haben oder irgendwie Getränkepulver und das dann dazu kippen, dass da ein bisschen Mineralstoffe drin sind, dass man den Körper nicht durchwäscht. Ist so das, was ich aufgeschnappt habe, ist auch das, was für mich persönlich logisch klingt. Ob es medizinisch so bewiesen ist, ist eine andere Sache. Aber es sollte klar sein, dass da nicht viele Mineralstoffe drin sind und man daher nicht viel erwarten kann von geschmolzenem Schnee. Tendenziell kann man ihn auch so trinken, wenn man ihn lang genug kocht. Aber ich mag den Dreck nicht so, der da drin ist. Da sind lauter so kleine Staubpartikel drin und auch ein bisschen Zeug von den Bäumen, die hier so außenrum sind. Daher filtere ich den geschmolzenen Schnee lieber. Dann bin ich auf der sicheren Seite. Wichtig ist nur, wenn man so einen Filter benutzt, dass man den dann nicht dieser kalten Temperatur aussetzt. Das heißt, ich benutze den jetzt, dann ist er ja nass. Und dann muss ich den immer in meiner Beintasche oder irgendwo in der Jacke am Körper dran haben, dass der warm bleibt und nicht einfriert, weil er wohl durch Frieren kaputt gehen kann, von der Theorie her, weil da Wasser drin ist und dann dehnt sich das ja aus, wenn es friert und dann geht er kaputt. Daher muss man den dann am Körper dran behalten. Es ist sinnvoll, wenn man das Wasser nicht ganz aufkocht, wenn man es filtert, denn das kochende heiße Wasser kann man schlecht in so eine Blase reinfüllen und dann in der Hand halten. Da verbrennt man sich. Wenn es zu heiß geworden ist, muss man es halt entweder abkühlen lassen oder man schmilzt noch ein bisschen Schnee aus der Umgebung, wirft einfach noch ein paar Bröckchen dazu und dann wird das Wasser auch ein bisschen kühler. Mein ursprüngliches Ziel sehe ich sogar. Das ist vorne an so einem Hang, da scheint jetzt gerade die Sonne drauf. Da kam auch scheinbar schon einiges an Schnee runter. Also war schon gut, dass ich hier lang gegangen bin. Jetzt als Schwerpunkt habe ich für heute noch Bilder von verschiedenen Produkten. Und morgen geht es ja wieder nach Hause. Von daher grabe ich mich jetzt hier schön ein, mache hier einen schönen Platz für das Zelt, dass ich das nochmal ordentlicher aufbauen kann als letzte Nacht. Mal gucken, ob es noch besser performt. Mein Zelt steht. Ich werde euch jetzt mal das Setup zeigen, wie ich übernachte. Zumindest das zeigen, was für die Übernachtung relevant ist. Das Zelt habe ich von der Firma Nature Hike bekommen zum Testen und zum Platzieren. Und genau das mache ich jetzt auch gerade, das Testen. Erster Eindruck ist soweit eigentlich ganz okay. Es ist sehr leicht, dafür, dass es trotzdem relativ günstig ist. Der Preis liegt bei ca. 150 €, meine ich. Ist also deutlich günstiger als ein Hilleberg. Und ihr habt mich ja gebeten, auch mal ein bisschen was Günstigeres zu zeigen und ein bisschen dazu Erfahrungen zu schildern. Das Zelt ist ein Zweimannzelt, dann passt aber auch gut alleine mit einem großen Rucksack rein. Und so nutze ich das ja. Ich würde es eher so als vielleicht 3 Jahreszeiten-Zelt bezeichnen. So im Winter mit Schnee oder bei stärkerem Wind würde ich selber nicht mehr benutzen.
wenn ich die Wahl habe. Und vom Platz her, ja, recht kuschelig. Ich habe das auch schon zusammen mit meiner Freundin in den Bergen genutzt, als es noch wärmer war. Und da würde ich es auch, glaube ich, eher empfehlen. So für wärmere Zeit bei gutem Wetter, also gut im Sinne von kein starker Wind. Ja, schauen wir mal rein. Matte Expert Synmat 7 ist eine aufblasbare Matte, gefüllt mit synthetischem Material. Schlafsack ist der Carinthia G250. Der hat auch einen Wärmekragen, dass man nicht bei jeder Bewegung die warme Luft aus dem Schlafsack nach draußen lässt. Also die Kapuze ist verstellbar. Das ist kein Mumien-Schlafsack, sondern der Reißverschluss sitzt an der Seite. Sieht man jetzt relativ schlecht, wenn er so liegt. Also der Reißverschluss sitzt an der Seite. Da kann man Reißverschlüsse links oder rechts nehmen und kann man auch mehrere Schlafsäcke kaufen, die zusammenzippen, um mit der Partnerin oder notfalls zu zweit oder zu dritt zu übernachten. Als Kopfkissen habe ich ja meist noch was Aufblasbares dabei. Diesmal habe ich geguckt, dass ich ein bisschen was weglasse, was ich weglassen kann. Da nutze ich meinen Fressbeutel und irgendwie Bekleidung und sowas als Kopfkissen. Was ich nachts mit dem Schlafsack habe, habe ich ja eigentlich letzte Nacht schon erwähnt. Eine dicke Jacke, dass es die direkt warm ist, wenn ich die anziehen möchte. Und was zu trinken hauptsächlich. Außentemperatur lag ja heute Nacht bei -6 Grad ungefähr. Und im Zelt war es nicht kälter als -4. Also so ein Zelt bringt schon ein bisschen was, schaut sich ein bisschen warme Luft. Kommen wir kurz zu meiner Grube. Warum die Grube? Ja, der Schnee ist sehr weich. Also wenn ich da jetzt mit blanken Füßen drüber laufe, sinke ich mindestens knietief, wenn nicht sogar hüfttief teilweise ein. Und da kann man kein Zelt draufstellen. Ne? Daher erstmal weg, bis eine härtere Schicht kommt. Und der gute Nebeneffekt davon ist, man ist ein bisschen windgeschützter. Gut, bei dem Zelt jetzt, naja, da müsste ich noch ein bisschen Schnee aufbauen. Also Hauptargument für die Grube ist, dass man einen festen Boden hat, auf dem man stehen kann, auf dem man schlafen kann, ohne einzusinken. Wenn man jetzt eine musterbuchgültige Grube machen wollen würde, müsste man hier noch einen Abfluss für die kalte Luft machen, beziehungsweise so eine Art Kältegraben oder eben auch, dass das CO2 abfließen kann. Das ist überall noch immer so mit drin, aber bei einer gewissen Windbewegung ist normalerweise genug Zirkulation in der Grube, dass das CO2 wegkommt. Die Kältegrube ist natürlich schon irgendwie ein Argument, dass es nicht noch kälter wird, aber ja, da habe ich jetzt auch leider noch keine wirklichen Studien zugesehen, wie das ist, wenn man, also was für einen Unterschied das macht. In einer Notfallsituation, also Survival-Situation, würde ich jetzt auch eine Kältegrube hinmachen. Da kommt es nämlich auf jedes Grad an. Aber jetzt mit dem dicken Schlafsack und der dicken Isomatte kann ich mir tendenziell den Aufwand sparen. Wenn es jetzt einfacher wäre, also ich einfach nur so ein bisschen was wegmachen müsste, dann würde ich wahrscheinlich so eine Kältegrube machen oder irgendwas, dass das CO2 abfließen kann. Aber weil es hier jetzt so ist und es einiges an Aufwand wäre, lasse ich es weg. Ich packe gleich noch das ganze Zeug, was ich hier so habe, ins Zelt mit rein. Und dann werde ich wohl erstmal ordentlich essen. Manchmal habe ich mein Essen schon tagesweise rationiert und manchmal habe ich es auch einfach in einem großen Beutel und bediene mich daraus. Ja, ich bin jetzt wieder im Zelt. Sehr interessant ist, ich habe ja 2 Temperatursensoren mit der Uhr verbunden. Das heißt, ich habe hier drinnen einen Sensor hängen und draußen einen. Draußen sind gerade -10 Grad und hier drin sind knapp 0. Also es sind echt 10 Grad wärmer hier drin. Das ist echt krass. Also ich wärme natürlich dieses kleine Zeltchen durch meinen Atem gut auf. Das Ding, wenn der Kreislauf dann runterfährt, hier wird es dann echt nicht so kalt. Bin gespannt, was das Ding morgen sagt. Vom Schlafen esse ich nochmal eine dicke Portion Nüsse oder ähnliches. Die haben viel Fett und Eiweiß. Dann hat der Körper die ganze Nacht was zu arbeiten. Und dann heizt es auch ordentlich auf und man fängt tendenziell nicht so schnell an zu frieren. Okay, dann gute Nacht. Ja, guten Morgen. Die Tiefstemperatur heute Nacht war -17 Grad draußen. Im Zelt niedrigste Temperatur -12. Jetzt gerade ist draußen -15 Grad und hier drin -7. Da sieht man mal, was für einen krassen Unterschied man da hat, obwohl dieses Zelt hier nicht unbedingt fürs Winterzelten gemacht ist und ein Netzinnenzelt hat. Ja, der Schlafsack hat ganz gut performt, muss aber sagen, ja, war schon recht frisch hier drin, teilweise.
Jetzt gleich werde ich frühstücken. Ich habe extra schon heute Nacht meine Erdnussbutter mit in den Schlafsack gelegt, dass sie besser streichbar ist und nicht ganz so kalt ist. Ja, ich habe auch warmes Wasser im Schlafsack, das ich direkt trinken kann. Optimal. Heute mache ich noch ein paar schöne Bilderchen und ansonsten geht es heute halt dann wieder zurück zum Auto. Zum Frühstück gibt es heute tiefgefrorenen Pumpernickel mit halbwegs warmer Erdnussbutter. Pumpernickel habe ich über Nacht nicht im Schlafsack gehabt, daher ist er halt tiefgefroren. Ja, ich habe mir jetzt aber im Schlafsack liegen und hoffe, dass die Scheiben ein bisschen wärmer werden, weil der ist halt echt eisig kalt. Um kalten Füßen ein bisschen vorzubeugen, kann man alles, was man aus den Schuhen rausnehmen kann, mit in den Schlafsack legen. Dann ist es morgens schon mal trocken und warm. Ich habe jetzt nur die Filzsohlen rausgemacht. Ich habe noch so eine Volumenanpassung in meinen Schuhen. Die hätte ich auch noch rausnehmen können, habe ich aber nicht gemacht. Die Schuhe waren aber auch nicht so durchnässt, dass sie jetzt richtig hart eingefroren sind. Von daher geht's. Wenn die Schuhe jetzt richtig feucht werden, dann müsste man halt gucken, dass man die irgendwie trocknet. Aber ich habe das Glück, dass die halt, nur so ein bisschen feucht sind. Ich habe Hanwag Centauri dabei, Kategorie D, Bergstiefel sind das. Heißt steigeisenfest und mit denen kann ich eben meine Oldschool-Skibindung nutzen. Das finde ich sehr cool. Was man natürlich noch machen kann, um schon mal die Durchblutung der Füße ein bisschen anzuregen, ist, dass man die ein bisschen massiert. Also, dass man die Füße einfach massiert. Lange Unterhose anziehen, auch eine Hose anziehen, weil das Blut, das in den Beinen schon gewärmt wird, kommt auch warm in den Füßen unten an. Das vergessen viele. Okay, also ich massiere jetzt ordentlich meine Füße, dann steige ich in meine Schuhe, gehe raus, bewege mich ein bisschen, dass erstmal der Kreislauf in Trab kommt und ich erstmal ein bisschen von innen heraus warm werde und danach mache ich miteinander abbauen vom Zelt. Das Wetter ist ja echt herrlich, aber jetzt um ein bisschen warm zu werden, dass auch die Füße und die Hände richtig warm bleiben, werde ich erst ein bisschen mit den Skiern hier durch den Wald laufen. Ja, da möchte ich kurz mal die Bindung zeigen, die ich nutze. Das ist eine sehr, sehr alte Bindung. Silfretta 404. Ist eine Tourenbindung. Und ja, die passt eben an Bergstiefel ran. Heißt, wenn die Bergstiefel voll steigeisenfest sind, mit vorne und hinten eine Kante, kann man diese Bindung nutzen. Und da ich nicht wirklich richtig Ski fahre, sondern eher die Skier als Schneeschuhersatz nutze sozusagen, geht das eigentlich ganz gut. Die sind nicht mehr nach den modernsten Sicherheitsnormen, aber für mich reicht das vollkommen. Wenn ich jetzt richtig Skitouren machen würde, mit längeren Abfahrten, dann würde ich auch erstens keine Bergstiefel nutzen und dann würde ich auch eine andere Bindung nutzen. Aber so für das, was ich mache, mit Bergstiefeln rumlaufen, mit großem Rucksack, mit Pulka abfahren und so, taugen die bis jetzt ganz gut und vor allem ist die Kombination so relativ günstig und ich kann mich langsam an dieses Tourenski-Thema rantasten. Ja, so viel zum Thema Massieren. Also ich habe meine Füße massiert und war jetzt auch draußen ein bisschen laufen, aber die Füße sind so kalt in den Schuhen. Also die Schuhe sind halt einfach komplett kalt, die brauchen Ewigkeiten, um warm zu werden. Oh. Schnell Schlafsack und warm massieren. Shit. Und da ich jetzt ja erstmal Zelt abbauen möchte und auch ein paar Bilder machen möchte und vielleicht sogar noch ein Video machen möchte, brauche ich jetzt ein bisschen Zeit. Daher koche ich mir jetzt Wasser auf, mache mir einen Kaffee und kippe warmes Wasser in meine Flasche und werde die Flasche dann in die Stiefel stellen, in der Hoffnung, dass sie dann warm werden. Aber tendenziell müssten sie dann warm werden. Während meine Schuhe gerade noch warm werden, kurz was zu meiner elektronischen Versorgung. Ich habe ja die GoPro dabei, eine andere Kamera, mein Handy und daher brauche ich relativ viel Strom. Und ich habe immer mindestens 2 Powerbanks dabei. Klar, man könnte auch eine große mitnehmen, aber ich habe gern die Redundanz. Das heißt, wenn eine Powerbank kaputt geht, sei es durch einen Kabelbruch, Wackelkontakt, Nässe, irgendwas,
dann habe ich noch eine zweite. Deswegen habe ich hier eine mit 10.000 mAh und eine, ich glaube, die hat 6.000. Genau, ja, 6.000 mAh. Ja, klar, es ist nochmal ein bisschen mehr Gewicht, aber die Redundanz ist mir persönlich sehr wichtig. Wenn jetzt eine ausfallen würde, könnte ich halt schauen, dass ich mein Handy nur noch auf Flugmodus habe und dann wirklich nur noch für Notrufe nutzen würde und dann eben mit meinen Akkus haushalten würde. Aber so bin ich auf der sicheren Seite. Ich persönlich habe jetzt angefangen, bei tiefen Temperaturen wie jetzt, so bei minus 15 Grad oder kälter, Lithium-Ionen-Akkus zu nutzen. Also auch für meine Kopflampe etc. nutze ich eigentlich nur Lithium-Ionen-Akkus, weil Lithium-Akkus nicht ganz so temperaturanfällig sind. Ich hatte schon ganz normale Batterien dabei und die haben dann bei minus 15 Grad war dann die Kapazität durch die Temperatur so gering, dass die sozusagen fast leer waren. Ja, und nach der Tour konnte ich dann alle Batterien, die ich dabei hatte, fast entsorgen. Ich persönlich habe jetzt leider keine Studie dazu und auch keine Messwerte. Das ist das, was ich jetzt so festgestellt habe und was auch Will Gadd, so ein recht bekannter Eiskletterer, in seinem Buch empfiehlt. Das Buch, das verlinke ich mal unten in der Beschreibung, ist halt englischsprachig, aber der hat eine Menge Erfahrung, auch was Kälte angeht. Und er sagt auch Lithium-Ionen, alles andere, naja, nicht so optimal. Auch wenn die ein bisschen teurer sind, das bringt es halt, weil wenn die Kopflampe nach 2 Stunden ausgeht, ist halt auch für ein Po. Oh, die Stiefel sind schön warm. Wird halt natürlich immer abgewechselt. Ach, sehr nice. Dass da mehr links, mal rechts ist. Wenn man 2 Flaschen hätte, könnte man natürlich auch in jeden Stiefel eine machen. Aber je mehr Flaschen man hat, desto schneller gefriert das Wasser tendenziell. Deswegen habe ich lieber eine große, Nalgene. Ja, man kann auch normale PET-Flaschen mitnehmen, aber die Nalgene ist eben robust und selbst wenn es mal einfriert, sie geht nicht kaputt, hat einen großen Hals. Man kann sie also auch relativ einfach befüllen, Sachen umfüllen und auch wieder, wenn sie oben eingefroren ist, öffnen. Ja, also finde ich sehr gut, dass sie eben oben so einen weiten Hals hat. Das haben normale PET-Flaschen nicht. Boah, muss sagen, das war eine sehr gute Idee. Echt sehr nice, wie warm die Schuhe jetzt innen drin sind. Wichtig natürlich, dass die Flasche nicht ausläuft. Und die Schuhe waren jetzt nicht großartig eingefroren, also waren nicht wirklich feucht. Jetzt sind sie warm. Oh, sehr gut. In den Kommentaren zu meinen vorherigen Videos hatte ich schon teilweise Diskussionen wegen dieser Nalgene-Flasche. Ich habe im Normalfall auf jeder Tour mindestens eine dabei. Hier die 1,5 Liter Variante. Ja, die Frage ist, was kann die mehr als eine normale PET-Flasche? Eine normale PET-Flasche ist im Sommer vielleicht auch eine gute Idee, aber so im Winter finde ich den weiten Hals sehr gut oben von dieser Nalgene-Flasche. Gut, die wiegt wieder ein bisschen mehr als eine PET-Flasche, dafür ist sie halt robust. Und eben der weite Hals ermöglicht es, aus einem Topf relativ schnell Sachen reinzufüllen, also Wasser reinzufüllen, umzufüllen, die schnell im Bach zu befüllen. Und auch wenn die mal eingefroren sein sollte, kann man durch den weiten Hals die relativ einfach auftauen. Das ist mit einer normalen PET-Flasche nicht ganz so einfach. Da hat man teilweise oben im Kopf drin. Und hier hat man halt einen größeren, da kann man auch mit einem Messer oder so oben freistechen, wenn es sein müsste. Also ist einfach eine robuste Flasche, hart im Nehmen. Und finde ich daher sehr gut. Ich möchte dazu sagen, Nalgene sponsert mich nicht. Also das ist wirklich auch, so wie eigentlich alle meine Meinungen, eine ehrliche Meinung. Eine wichtige Frage ist, wie ich meinen Pulka benutze. Mein Pulka heißt, meine ich, Expedition Sled 960 oder so. Zu dem Pulka habe ich einen Testbericht auf meiner Homepage geschrieben, da könnt ihr auch den Namen sehen. Das ist sehr einfach, eigentlich nur wie so ein Bob. Die Modifikation, die ich gemacht habe, ist, ich habe außenrum einmal eine Rebschnur langlaufen. In dem Fall jetzt 6 mm, könnte auch dünner sein. Ich werde wahrscheinlich demnächst eine dünnere Rebschnur drum machen, um noch ein bisschen Gewicht zu sparen. Vorne eine recht lange Schlaufe mit 2 leichtgewichtigen Karabinern. Hier reichen auch Kunststoffkarabiner im Regelfall. Ich habe jetzt aber 2 Karabiner aus meinem Kletterset genommen. So kann ich die, wenn ich klettern gehe, abmachen und wenn ich mein Pulka ziehe, wieder dran machen. Das Pulka nehme ich dann entweder mit der Schlinge einfach um die Hüfte oder was ich jetzt gerade mache, ist mit einem Riggers Belt, den lege ich um die Hüfte rum und klippe dann die beiden Karabiner hinten rein und ziehe es dann halt über den Riggers Belt. Ist nicht so bequem, es gibt besondere Tragesysteme oder Zugsysteme für Pulkas, aber ist alles dann relativ klobig und auch wieder schwerer. Jetzt hat man 2 Möglichkeiten. Entweder legt man den Rucksack so drauf, dass man das Pulka mit Rucksack noch anziehen kann. Oder man legt den Rucksack so drauf,
dass man Zugriff auf den ganzen Inhalt hat. Das ist dann sinnvoll, wenn man lange Strecken mit Pulka unterwegs ist und man weiß, man ist die ganze Zeit mit Pulka unterwegs und zieht es die ganze Zeit. Oder fährt ab mit dem Pulka. Zum Befestigen gibt es verschiedene Möglichkeiten. Durch meinen Rebschnur habe ich hier Befestigungsmöglichkeiten. Kann hier einfach Expander nutzen oder durch meine Rebschnur außenrum habe ich relativ gute Befestigungsmöglichkeiten. Kann hier entweder Expander nutzen oder ich nutze Packriemen, die ich da durchschlaufe. Das habe ich bis jetzt einiges ausprobiert. Expander fand ich persönlich nicht so gut. Das Schöne war, man konnte die schnell aushaken, aber das Elastische lässt den Rucksack nicht ganz so sicher sitzen. Ich befestige den Rucksack jetzt so, dass ich den Rucksack mit Pulka tragen kann. Das heißt, das Tragesystem schaut nach oben. Wichtig ist, Hüftgurt schaut nach unten, dass wenn ich den Rucksack anziehe, dass das Pulka nach oben heraussteht. Würde ich den jetzt andersrum befestigen, dann würde das Pulka nach hinten rausstehen und mir unten eventuell an die Beine anschlagen. Setze ich hier also drauf, schaue, dass er ordentlich sitzt. Jetzt habe ich hier ca. 4 Meter Paracord. Ich schlaufe jetzt einfach hier durch und kann jetzt mit der Paracord den Rucksack festzurren. Das mache ich jetzt zum ersten Mal so. Vorher habe ich hauptsächlich Packriemen und so genutzt. Aber mal schauen, wie das so taugt. Ich schlaufe es jetzt also rechts und links durch. Am besten ist, wenn man den Rucksack so befestigt, dass er ein bisschen Zug nach unten bekommt, ein bisschen nach oben, dass er auf dem Pulka stabil sitzt. Und daher auch ein bisschen mal durch so Schlaufen durchgeht, die man hier so hat und irgendwelche Ösen, dass der Rucksack nicht wegrutschen kann. Wenn man noch Zugriff auf gewisse Taschen haben möchte, muss man natürlich gucken, dass man jetzt dann die Befestigung so verlegt, dass die Reißverschlüsse und so nicht bedeckt werden. Ansonsten müsste man das immer wieder lösen. Okay. Ganz am Ende habe ich wieder einen Karabiner, einen kleinen. Da kann ich das gute Stück einfach mit einem Mastwurf fixieren und noch hier ein bisschen nachspannen. So, jetzt habe ich das Ding befestigt. Ich mache es jetzt so, ich habe meinen kleinen Daypack, das ist in dem Fall jetzt von Thule, das Dia 18. Da habe ich das Zeug drin, was ich jetzt unterwegs immer mal brauche. Also meine Windjacke, falls ich die dicke Jacke ausziehe, was zu trinken, die Kamera, wenn ich noch ein paar Bilder machen möchte, und den kann ich anziehen. Ansonsten für die Skifälle, die ich dann jetzt gleich eventuell abmache und vielleicht wieder brauche, die könnte ich jetzt auch in diesen Daypack reinpacken. Oder wenn die Abfahrt relativ sicher ist, nicht ganz so steil ist, man auch wohl nicht hinfällt, kann man Zeug auch einfach so seitlich unter den Rucksack stopfen. Wenn man aber an steileren Gelände ist, wo sich der Pulka eventuell mal überschlägt oder umkippt, würde ich das persönlich nicht machen, sonst verliert man so Zeug. Ganz wichtig wieder, bevor ich diesen Platz verlasse, schaue ich gründlichst nach, ob ich irgendwie was vergessen habe, verloren habe oder ob hier noch Müll liegt. Alles an Müll wird mitgenommen und auch wenn ich hier noch Ausrüstung finde von mir, dann nehme ich die natürlich wieder mit. Aber jetzt gehe ich ja gleich los. Da ziehe ich die Deckjacke aus. Jetzt stopfe ich die dicke Jacke entweder unter den Rucksack selbst oder halt irgendwie unter meine Verzurrung. Verzurrung, ist das ein deutsches Wort? Jetzt zeige ich euch, wie ich meinen Pulka ziehe. Ich habe dazu hier so ein Riggers Belt. Heißt, das ist einfach ein Gürtel, der ein bisschen breiter ist. Hat hier hinten eine Schlaufe, wo man irgendwas reinklippen kann. Den ziehe ich einfach um meine Hüfte. Wenn ich mich jetzt irgendwo abseilen müsste oder irgendwie hier ins steilere Gelände gehen würde und meine Eisgeräte an mir sichern möchte, hätte ich auch diesen Gurt genommen. Heißt, ich habe dem jetzt eine mehrfache Verwendung gegeben. Zum einen zum Pulka ziehen und zum zweiten als Gurt, um mich zu sichern oder meine Eisgeräte zu sichern oder mich halt abzuseilen. Ja, den habe ich jetzt so. Jetzt drehe ich den um, dass die Schlaufe hinten ist. Nehme hier meine beiden Karabiner vom Pulka, hake die hier hinten in diese Schlaufe ein. Jetzt kann ich einfach mal einen Pulka hinterherziehen. Ich schaue, dass er nicht zu eng ist, sonst rutscht er hoch an den Bauch und da ist es dann unangenehm. Ich schaue, dass der verhältnismäßig lose sitzt und auf der Hüfte sitzt, dass ich mit der Hüfte ziehen kann. Das Ganze auch ein bisschen Gewöhnungssache. Ja, kann man trainieren. Klar, es gibt bequemere Pulka, Befestigungsriemen, irgendwas. Aber das hier ist leicht und funktioniert für mich persönlich. Wenn man jetzt auf einer langen Arktis-Expedition wäre oder so und dann nur den Pulka ziehen würde und niemals den Pulka tragen müsste, dann klar, dann könnte man auch ein bisschen mehr hier irgendwas sich holen, dass man den Pulka besser ziehen kann oder auch wenn der Pulka schwerer wäre, dass man vielleicht ein richtiges System trägt. Aber für mich, bei meinem bis zu 40 Kilo Gewicht, geht das. Jetzt gerade sind es nur 25.
Ganz wichtig ist, dass die Schnur nach hinten lang genug ist, dass ich mit meinen Skiern laufen kann, dass die hier hinten nicht runterkommen und nicht anstoßen. Daher muss man hier Länge richtig abpassen. Bei mir sind das ungefähr 2 Meter. Da sieht man schon, wie der Pulker einen bremst. Also es ist schon recht krass, der Pulker bei diesem Schnee, wo er so tief einsinkt, bremst echt ordentlich. Daher werde ich jetzt wohl den Rucksack aufziehen. Ich weiß hier, die Strecke ist nicht so steil. Ich muss dazu sagen, Skifahren mit Rucksack ist schwierig. Vor allem, wenn es über 20 Kilo sind, ist es sehr schwierig. Und ich würde mich selber noch als Ski-Anfänger bezeichnen. Daher schaue ich immer, dass ich, wenn ich mit Gepäck abfahre, mit dem Pulker fahre. Da ist auch ein Sturz nicht ganz so gefährlich, wie wenn ich den Rucksack auf Rücken habe und dann den Rucksack irgendwie im Genick habe, wenn ich stürze. Jetzt ist natürlich praktisch, dass ich die Version gewählt habe, dass ich den Pulker mit Rucksack anziehen kann. Das heißt, ich muss das Ding hier nur ranziehen. Schauen, das Zeug, das ich drunter gepackt habe, also meine Felle, dass ich die jetzt anders fixiere. Zum Beispiel oben. Auch hier oben zum Beispiel. Ja, das ist der Vorteil, wenn man seine Ausrüstung selber näht. Kann es genauso machen, wie man es haben möchte. Und genau das habe ich halt gemacht. Da kann ich hier das schön draufzuchen. Also hier geht es schon ein bisschen bergab. Aber dadurch, dass ich so schwer bin, vor allem mit dem Rucksack, habe ich recht viel Reibung hier in diesem Schnee. Dadurch rutsche ich nicht wirklich schön, aber das Gute ist, ich werde gebremst. Werde also mit dem Gewicht nicht zu schnell. Die Bergschuhe, die ich anhabe, sind natürlich jetzt nicht so steif und nicht so fest wie Skischuhe oder Tourenskischuhe. Daher muss man recht viel ausgleichen durch die Fußmuskulatur. Und der Ski ist relativ wabbelig sozusagen. Daher ist es gut, dass ich relativ langsam bin. Ja, ohne Felle bin ich gerade unterwegs. Und ich kann mal zeigen, hier ein bisschen bergab, heißt ich rutsche minimal. Ich bräuchte vielleicht ein bisschen Geschwindigkeit, aber ich kann einfach große Schritte machen und mit jedem Schritt immer ein bisschen gleiten. Und man sieht schon, es ist anstrengend, dass ich nicht hier verkante, weil dann wandert der Ski natürlich aus. Aber so ist eigentlich auch schon ganz angenehm. Genau für solche Sachen wie jetzt, also ein relativ zügiger Abstieg, braucht man Sachen, die man anhat in Bewegung, wenn man schwitzt. Weil dass ich schwitze, lässt sich bei einem Puls von 150, 160 schlecht vermeiden. Es gibt verschiedene Körpertypen. Bei der Bundeswehr habe ich teilweise mehr geschwitzt als andere Kameraden. Manche Kameraden haben gefühlt gar nicht geschwitzt. Ja, und ich lasse die Sachen, die feuchten, die nass geschwitzten, möglichst lange an. Das Gute ist, ich habe ja dieses Brünje-Netzunterteil an. Das heißt, selbst wenn ich schwitze, ist durch das Netz ist noch Lufteinschluss da. Dadurch isoliert es immer noch. Und die Feuchtigkeit wird recht schnell abgegeben an die obere Schicht. Und solange ich in Bewegung bin und warm bin, verdunstet diese Feuchtigkeit ja auch. Bei der Bundeswehr herrscht der Irrglauben, dass man bei jeder Rast, bei jeder Pause sein T-Shirt wechseln müsste und sein verschwitztes T-Shirt dann in den Rucksack reinpackt. Dann endet man aber so, dass man ankommt und dann hat man 3 Eisklumpen, die mal im T-Shirt waren. Und daher finde ich persönlich das nicht sinnvoll. Aber gibt es auch verschiedene Meinungen. Jeder kann das machen, wie er möchte. Für mich persönlich habe ich festgestellt, ich lasse meine verschwitzten Sachen möglichst lange an. Denn wenn ich jetzt wechseln würde und laufe weiter, ist das nächste auch verschwitzt. Dann habe ich 2 verschwitzte und während ich das andere voll schwitze, ist das hier im Rucksack und friert ein. Und das dann auftauen ohne ein großes Feuer wird schwierig. Daher mache ich so, die verschwitzten Sachen lasse ich eben einfach an. Wenn ich eine Rast mache, ziehe ich meine dicke Jacke an und durch die Wärme verdunstet das. Und abends, wenn ich noch rumräume und noch mein Zelt aufbaue und sowas, reicht im Regelfall die Zeit, dass
die verschwitzte Bekleidung dann wieder halbwegs trocken ist. Und im Schlafsack, solange ich noch nicht friere, kann ich das Feuchte noch anlassen. Natürlich, wenn ich jetzt in eine Notfallsituation komme und ich merke, ich kühle aus, würde ich das Nassgeschwitzte natürlich sofort ausziehen. Ja, aber ich schaue immer, dass ich möglichst mit Körperwärme alles trockne. Auch Handschuhe packe ich bei der dicken Jacke dann innen rein in die Taschen, dann bleiben die warm und frieren nicht ein, weil wenn die Handschuhe erstmal eingefroren sind, ist schlimmer, als wenn man feuchte Handschuhe anzieht. Wenn jetzt hier ein bisschen mehr Wind wäre, würde ich meine winddichte Mütze über diese dünne Merino-Mütze ziehen und auch meine Windjacke über das feuchte Shirt. So kann das weiterhin durch die Körperwärme trocknen und ich bin vor Wind geschützt. So, schauen wir aber mal nach meinem Skifell. Oh ja, das fühlt sich schon gleich wieder deutlich klebriger an. Oh ja. Das funktioniert wieder. Es klebt wieder. Vielleicht muss ich jetzt meine Kleber ersetzen bei der nächsten Gelegenheit. Was meine Skiausrüstung angeht, möchte ich jetzt noch mal kurz erwähnen. Ich habe leider keine Tiefschneeteller drauf. Das dürfte dem einen oder anderen schon aufgefallen sein. Liegt daran, ich habe jetzt aktuell keine Stöcke mit Tiefschneetellern und ich habe es vermasselt, jetzt vorher noch rechtzeitig welche zu bestellen oder welche zu kaufen. Und es ging eigentlich auch so. Ich habe jetzt ja keine krasse Tour gemacht. Meine Skifälle sind auch noch von meinen alten Skiern. Vorne, das passt mit der Montage. Hinten hat man einfach nur einen Haken. Ist jetzt für diesen Ski unpraktisch. Sind auch relativ schmal. Aber es passt, es funktioniert erstmal. Ich werde demnächst dann irgendwann mal wahrscheinlich neue Skifälle zulegen. Ja, aber ansonsten geht das ja erstmal. Und auch so, nochmal, ich mache hier ja keine sportliche Skitour, sondern ich habe meinen Pulka dabei. Habe jetzt auch wieder gemerkt, wenn der Schnee noch so pulverig ist und so tief ist, versinkt das Pulka auch recht tief. Man hat eine enorme Bremswirkung. Also bis jetzt konnte ich kein einziges Stückchen mit den Skiern abfahren, mit Pulka. Muss alles immer ziehen. Ja, und so geht es wohl auch weiter mit Ziehen. Muss natürlich gucken, dass man den Pulka nicht hinten reinkriegt. Sobald es ein bisschen bergauf geht, ist es natürlich ohne Fälle sehr schwierig. Man kann höchstens gucken, dass man kantet. Das mit Pulka finde ich sehr anstrengend. Das ist vermutlich einfacher, gerade kurze Skier abzumachen, die mit aufs Pulka zu schmeißen und dann einfach zu laufen, jetzt wo der Schnee so fest ist. Die Temperatur liegt bei minus 18,3 Grad und ist abnehmend. Die GoPro-Akkus machen langsam schlapp, also die werden relativ schnell leer, dann behalte ich sie in der Hosentasche. Dann, wenn sie wieder halbwegs warm sind, haben sie wieder 50%. Also da sind die minus 18 Grad echt knapp. Der restliche Weg zurück nach Zug, wo mein Auto steht, ist so wie das hier, also glatt gefahren, weil die hier irgendwie mit so einem Quads rumfahren und so. Eigentlich ist hier eine schöne Loipe, die ist aber anscheinend noch nicht gemacht. Ich laufe jetzt zurück. Jetzt ist es relativ einfach hier im Pulka, der rutscht auch so festem Schnee total einfach. Die Ski, die lasse ich jetzt, solange es vertikal ist oder leichte Steigung hat, lasse ich die aus. Und mal gucken, vielleicht geht es da vorne noch mal ein bisschen bergab nach Zug rein. Dann kann ich den kurz anziehen und noch mal 300 Meter oder so abfahren. Ich hatte mir für diese Tour eigentlich offen gehalten, eine relativ hohe Runde zu machen, also vorne den Weg hoch zu gehen und relativ hoch hinaus zu gehen. Das hebe ich mir aber wohl für nächstes Mal auf. Diesmal war es mir mit dem vielen Schnee echt ein bisschen zu kritisch. Allein schon, weil die Markierungen an den Bäumen auch schon verdeckt sind vom Schnee und so. Und daher mache ich nicht die Tour, die ich vorhatte, nächstes Mal. Von der Ausrüstung her hatte ich jetzt extra schon weniger dabei, aber dennoch ein bisschen viel, weil die Steigeisen und Eisgeräte habe ich zum Beispiel nicht gebraucht. Auch habe ich mich nicht abgeseilt, hatte auch noch ein Seil dabei zum Abseilen. War halt für die Tour gedacht, falls ich weiter hoch hinausgehe, was ich jetzt halt nicht gemacht habe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich werde auch noch einen schriftlichen Bericht zu dieser Tour schreiben. Der ist wahrscheinlich sogar vor dem Video online. Den verlinke ich dann auch unten in der Beschreibung. Schaut einfach mal vorbei. Da schreibe ich dann immer ein paar Details hin, wie viel Müll, wie viel Gepäck, wie lang, von wo nach wo und was für Ausrüstung. Da habe ich auch einige Links dann mit drin. Also schaut einfach mal auf meiner Homepage in meinem Blog vorbei. Ihr dürft auch gerne meinen Kanal abonnieren. Dann klickt einfach unten auf Abonnieren und schaltet die Benachrichtigung ein. Dann verpasst ihr kein neues Video mehr. Lasst mir auch gerne Feedback da, wie euch das Video gefallen hat. Ich bin
offen für Kritik und Lob. Dann vielen Dank fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und für Autofahrer sehr wichtig, räumt den Schnee vom Dach runter.